Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Devlog meines aktuellen Unity-Projektes Genesis. Kleine Anmerkung vorab, ich habe mich mal schlau gemacht und Genesis ist leider wirklich die Schreibweise, die wir verwenden, Copyright geschützt. Deswegen muss ich die Tage mal eine Umfrage bei euch starten, ob ihr nicht mal eine Idee habt, ein neuer Name für das Spiel. Also kann es sein, dass dieses Projekt bald umbenannt wird, spätestens zum Release. Mal schauen, jetzt benutzen wir es weiterhin als Arbeitstitel. So, kommen wir aber zum Update. Und zwar seht ihr ein komplett neues Menü. Ja, ich habe es schon wieder getan, aber diesmal bin ich wirklich zufrieden damit. Und ihr hört auch im Hintergrund neue Musik, denn diese Woche war wirklich meine Soundwoche und ich habe echt viel eingebaut. Und ja, nebenbei ein bisschen UI-Kram gemacht. Starten wir direkt ein neues Spiel. Ihr seht, jetzt ist alles auf einer Seite. Ihr könnt hier direkt auswählen. Hier habt ihr weiterhin die Informationen und auch hier die Informationen zu den Nationalitäten. Und dann starten wir das Spiel. Und hier seht ihr schon das nächste Update. Kleines Update, ein kleines Tippmenü, denn es war zwingend notwendig, dass wir jetzt einen Ladescreen haben, da sich das Spiel immer kurz, also der Bildschirm kurz so gefreezed hat. Und ja, gut. Hier seht ihr übrigens auch eine kleine Veränderung, denn sie sehen ein bisschen detaillierter aus, die Hexagon-Teile. Denn das liegt einfach daran, dass ich die jetzt nicht mehr an den Ecken so kantig habe. Ich habe einfach mit Blender eine Bevel eingebaut. Ja, das sieht von oben hier zum Beispiel schöner aus. Und was ihr auch seht, ist, dass hier ein dunkelgrünes Teil ist. Und wenn wir jetzt mal die linke Umschalttaste drücken oder Left Shift und darüber hovern, dann seht ihr, dass das hier sehr, sehr fruchtbar ist. Very fertile. Was bei den anderen nicht der Fall ist. Die sind nur fertil. Das hat jetzt noch keine Auswirkungen, wird aber später Auswirkungen haben auf das Spiel, wenn spätestens der Ackerbau dazu kommt oder hier die Holzproduktion, dass ihr dann einfach mehr Holz produziert an diesem Fleck. So habt ihr noch mehr Chancen, eure Stadt oder eure Insel besser zu planen. Und ja, gut, dann fangen wir direkt an. Hier seht ihr auch nochmal, ist jetzt ein Binding Render Icon hinzugefügt. Also einfach nur, dass ihr sehen könnt, wie das Gebäude ungefähr aussieht. Nichts Großartiges. Das ist aber auf jeden Fall auch neu. Und wir fangen jetzt direkt an und ich zeige euch ein neues Update. Und zwar ist das ein erweitertes Jobsystem. Und das können wir jetzt hier bestaunen. Das ist auch das größte Update der Woche. Er geht jetzt zur Arbeit. Das war eigentlich schon immer der Fall, aber er ist dann in dem Gebäude stehen geblieben. So war es bis jetzt. Jetzt wird allerdings was passieren. Ich spule noch mal kurz vor. Jetzt. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Und ihr seht hier, mit 3D-Sound, er fängt an Holz zu hacken. Und darauf bin ich mega stolz. Und jetzt trägt er das Holz sogar noch nach Hause. Nichts Besonderes. Er hat jetzt auch noch keine Arbeitsklamotten oder sowas. Das kann ich euch nämlich jetzt noch demonstrieren an einem anderen Gebäude, den Jäger. Ach, er nimmt hier schon die Arbeit direkt auf. Der war ja gleich in der Nähe. Hier seht ihr, er hat eine schöne Jägermütze auf. Der macht jetzt noch keine Geräusche, aber ja. Und wie ihr gehört habt, ist das Ganze hier ein 3D-Sound, wenn er Holz hackt. Jetzt läuft hier gerade ein Kind durch. Und zwar, Achtung. Das heißt, wenn ihr rauszoomt, hört ihr es nicht. Zoomt ihr rein, könnt ihr den Sound wieder hören. Der ist allerdings noch ein bisschen buggy, also ich könnte jetzt zum Beispiel, er checkt jetzt zum größten Teil nur den Kamerazoom. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten bin und meinetwegen hier so ein Stück hingehe, dann könnte man von hier ihn noch hören. Also da muss ich noch ein bisschen rumspielen. Mal schauen. Gut, jetzt haben wir einen schönen Winter hier gerade. Eine kleine Sache zeige ich euch noch, aber das ist wirklich eine kleine Sache. Die Fischerhütte hat jetzt noch ein Boot. Mehr ist es nicht. Damit werde ich aber später wahrscheinlich noch weiterarbeiten, um da auch nochmal bessere Effekte zu machen. Hier seht ihr auch noch einige Bugs, was das Holzfällen angeht. Und ja, eine kleine Anmerkung noch. Ihr hört im Hintergrund ganz Zeit so wunderschöne Soundtracks. Und zwar ist das die nordische Playlist für die Wikinger. Ja, jede Nationalität hat jetzt ihre eigene Playlist, sodass ihr auch dementsprechend die Musik aus der Nation habt. Ja, das wird alles durchgesetzt. Später könnt ihr die Musik noch skippen. Also es ist viel neue Musik drin. Bin ich echt mit zufrieden. Und was gibt es sonst Neues? Eigentlich nichts Großartiges. Das war es eigentlich schon größtenteils. Ich baue jetzt hier noch ein paar Gebäude, damit das Ganze hier noch schöner aussieht. Oh, wir haben nicht genug Holz.
Gut, in diesem Sinne hätte ich euch eigentlich ganz gerne noch was anderes gezeigt. Aber das ploppte hier leider nicht auf, weil das ziemlich random ist. Und ja, mit dieser Stadt im Hintergrund verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, zeige ich es euch nächste Woche. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns dann beim nächsten Devlog. Macht es gut, Leute. Ciao.